Frau von der Leyen, die sich gerade erst einem Misstrauensantrag im EU-Parlament stellen musste wegen ihrer hochkorrupten Pfizer-Deals, hat gestern schon wieder zugeschlagen. Nach monatelangen Geheimverhandlungen hat sie die Pläne für den EU-Finanzrahmen von 2028 bis 2034 präsentiert. 2000 Milliarden Euro soll dieser umfassen. Das ist eine Zahl mit 12 Nullen, 700 Milliarden mehr als bisher. Die Gier der EU, die diese Frau ja nur verkörpert und symbolisiert, ist grenzenlos. Gier nicht nur nach Steuergeld, sondern auch nach Macht und Kontrolle. Und Frau von der Leyen hat es ganz offen gesagt in ihrer Pressekonferenz am Mittwoch. Dieser Haushalt soll uns, das heißt die EU-Kommission, unabhängiger machen. Unabhängiger von der Kontrolle der Nationalstaaten und damit vom Wahlvolk. Darum will man auch eigene EU-Steuern einführen, die unter dem Tarnnamen Eigenmittel daherkommen. Die europäischen Bürger sollen für Elektroschrott und Tabak jährlich rund 26 Milliarden an die EU abdrücken. Über 30 Milliarden Euro sollen große Unternehmen für die Segnungen des überregulierten Binnenmarkts zahlen. Und unabhängiger heißt auch, die ungewählten Brüsseler Kommissare wollen im Hinterzimmer, wie es heißt flexibel, in Wahrheit ohne demokratische Kontrolle, selbst bestimmen, wie sie die Milliarden einsetzen. Für nationale und regionale Partnerschaften 850 Milliarden Euro, darunter 300 Milliarden Agrarhilfen. 420 Milliarden für einen Fonds für europäische Wettbewerbsfähigkeit, die man wohlgemerkt vorher selbst zerstört hat durch eine völlig verrückte Energiepolitik. Für Entwicklungshilfe 200 Milliarden und für die Ukraine nochmal lumpige 100 Milliarden außerhalb des Haushalts obendrauf. Nicht zu vergessen die Rückzahlungen der Schulden für die Corona-Maßnahmen und günstige Kredite für Aufrüstung. Wichtiger als all diese Posten im Einzelnen ist es zu verstehen, was hier im Kern vor sich geht. Wie eine Krake frisst sich Brüssel in die einzelnen europäischen Volkswirtschaften und in das, was von der Privatwirtschaft noch übrig ist, hinein, um durch Zuckerbrot und Peitsche, Zuschüsse und Regulierung immer mehr Macht und Einfluss zu akkumulieren. Am Ende steht der Staatskapitalismus eines EU-Superstaats, der von einer quasi sozialistischen Planwirtschaft nicht mehr zu unterscheiden ist. Ökonomischer Wettbewerb, Demokratie und bürgerliche Freiheiten existieren dann nur noch auf dem Papier einer derartigen EU-DSSR. Und wenn jetzt von der deutschen Bundesregierung unter Kanzler Merz Protest gegen diese Haushaltspläne gekommen ist, so kann ich Sie nur bitten, fallen Sie nicht auf dieses abgekartete Spiel herein. Wer wird auch einem Lügenkanzler Merz noch das Geringste glauben? Er verfolgt 1:1 die gleiche Agenda wie Frau von der Leyen, spielt jetzt den Deutschen theatralisch Opposition vor, damit man denkt, der gute Merz, der tut etwas für uns, der hat doch noch ein wenig Vernunft und Anstand. Tut er nicht und hat er nicht. Er wird am Ende einknicken oder sich mit sehr geringen Abschlägen von den monströsen EU-Plänen zufrieden geben, die er dann als großen Verhandlungserfolg verkaufen wird. Das offene Bekenntnis von Frau von der Leyen, dass Krisen jetzt nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel seien, das ist der Weg, auf dem unsere sogenannten Eliten mit Tricks und Täuschung, aber immer öfter auch mit offen zynischen Eingeständnissen Fakten schaffen und zum EU-Superstaat voranschreiten. Das Parlament und damit die AfD-Delegation gehen jetzt in die Sommerpause und ich wünsche auch Ihnen eine erholsame Zeit. Aber ich kann Ihnen versprechen, wir ruhen nicht, sondern arbeiten unermüdlich an einem besseren Europa, frei vom Joch eines totalitären EU-Staats.